So langsam normalisiert sich vieles im Alltag. Um unsere Spieler herrscht aber immer noch eine Sperrzone. Deshalb eine weitere At-Home-Edition, erstmal in Käfken. Schmelle, schön dich zu sehen. Sieht auch gut aus da in deinem Hintergrund. Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du? Ich sitze auf der Terrasse gerade. Oh ja, schön. Man lässt es sich gut gehen, so gut es geht. Aber das passt auch ganz gut zum Thema. Ich habe dich immer schon als offenen und auch relativ positiven Menschen wahrgenommen. Wie wichtig ist dir eigentlich Humor im Alltag, also das Lachen? Ja, genau das. Schon sehr wichtig. Ich glaube, dass ich gerade auch beim Humor bei einigen meiner ehemaligen oder auch aktuellen Mitspieler noch was lernen konnte. Ja. Aber ich glaube mittlerweile bin ich da schon auf einem hohen Level angekommen. Ich glaube, der Einzige, der mich da nur noch schlägt in diesen Sachen ist Mats. Okay. Aber der hat auch, der ist auch sehr, sehr dunkel in seinem Humor. Das stimmt. Aber wo wir gerade dabei sind, was glaubst du denn, wie sehr ist Humor denn auch wichtig für eine Mannschaft, für das Innenverhältnis der Mannschaft, vielleicht auch für den Erfolg einer Mannschaft? Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil dass man sich gegenseitig mal auf die Schippe nimmt und darüber lacht und sich über Sachen lustig macht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch so eine Gruppe, wo nur wir Spieler drin sind. Ja. Und es gibt ja gefühlt von jedem Spiel irgendwie eine witzige Szene oder einen witzigen Ausschnitt halt, ne, wo einer ausrutscht oder irgendwas halt. Ne. Das wird dann immer sofort reingestellt. Ich glaube, dass Rafa auch immer und ich glaube, jetzt in letzter Zeit war es auch Torgen, sind immer mit so die Ersten, die das dann reinstellen. Ja, wollte ich gerade fragen. Wer ist denn jetzt im Moment so der Klassenclown so ungefähr? Aber Rafa habe ich schon von einigen gehört. Ja, doch. Also ich glaube, Rafa ist da schon so mit die Nummer 1, was das dann als Bespaßer der Mannschaft dann. Wir wissen, du hast ein ganz, ganz starkes oder inniges Verhältnis, sage ich jetzt mal, innerhalb der Mannschaft mit Lukas Piszczek. Wie wertvoll ist sowas, dass es halt das ab und zu noch gibt? Ich glaube, genau das macht es wertvoll, ne? So wie du es halt sehr gut beschrieben hast. Es ist noch schnelllebiger geworden als damals. Ich glaube, das sind auch genau die Gründe, weshalb man da so Freundschaften bilden kann, weil wir halt ja uns schon über 10 Jahre halt kennen und alle die, mit denen ich halt auch so lange zusammengespielt habe, mit denen bin ich auch immer wieder auch in Kontakt und deswegen, ich glaube, das ist halt das A und O. Natürlich, das ist ja gar kein Vorwurf, aber wenn du jemanden nur 1 oder 2 Jahre kennst, ich glaube nicht, dass du halt dann diese Person so kennenlernst, dass du halt da wirklich eine Freundschaft entwickeln kannst. Du bist halt dann halt für diese Zeit, bist du sein Teamkamerad und versuchst natürlich dann auch seinen Rücken zu decken und er versucht es bei dir. So sollte es halt sein. Aber dass man dann halt danach nicht in Kontakt ist, das geht ja natürlich auch fast gar nicht. Ne? Ich meine, ich glaube, so viele Stunden hat auch der Tag nicht, dass du halt diese Freundschaft mit jedem deiner Mitspieler pflegen könntest, dann wenn es so wäre. Hör mal, jetzt hat Roman Bürki vor kurzem über Pischu gesagt, er hätte den besten Klamottenstil. Kannst du das bestätigen? Er hat gesagt, er zieht sich, ich zitiere, erwachsen und trotzdem stylisch an. Ja. Würdest du das unterschreiben? Das ist schwer. Weil ich meine, wir beide kennen ja auch Kuba und dann ist es immer, sagen wir mal so, ich glaube, Pischu ist auf jeden Fall unter seinen Landsmännern der bestangezogenste. Oh, okay. Ja? Wer ist denn deiner Meinung nach der bestgekleidetste Spieler momentan? Ja, Pischu gehört schon dazu. Also der gibt sich halt schon immer sehr viel Mühe. Aber es ist halt dann auch alles, also schon, wie soll man das sagen, nicht mehr leger, sondern es ist schon eine Stufe drüber. Also ein bisschen, nicht mehr so ganz entspannt und casual, sondern eher schon so ein bisschen in die, ist halt nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, genau, ich gebe ja Roman recht, ich glaube schon, ich weiß, was er damit sagen will und ich würde Roman auch fast recht geben, aber Mats ist da schon auch ein Kandidat, der ihm da Konkurrenz machen könnte. Ich auch, wenn ich Lust hätte, aber ich habe nicht so oft Lust, die sich so anzuziehen. Ja. Aber es gibt schon mal Phasen, wo es auf jeden Fall auch Spaß macht. Ja. Der Hut ist auch, wenn er will, halt, ne, auch das Gleiche. Wenn er nicht wieder so ein
Wenn er nicht wieder so ein Nest auf dem Kopf hat, da mit seiner Also oft liegt es halt auch an der Trainingszeit. Ne? Also Ja, klar. sind es weniger, nachmittags. Kommen sie alle in Jogginghose morgens. Gönn dir noch mal einen Schluck Kaffee, denn jetzt möchte ich von dir so ein bisschen Spontanität. Du sollst die Sätze beenden, die ich anfange. Es sind nicht viele. Nach der Fußballkarriere mache ich... Erstmal kurz nix. Ja, das hast du dir dann auch verdient. Aber ich sag dir, das wird nicht lange gehen. Ich glaube, so wie ich dich kenne, wirst du auch irgendwann wieder sagen, ja, aber ich kann nicht nur auf der Couch liegen. Aber das besprechen wir, wenn es soweit ist. Kochen kann ich am besten? Nee. Na, welches Gericht oder so? Wenn du jetzt sagst... Ja. Okay. Kaffee trinke ich am liebsten? Als Espresso. Auch gut, sehr gut, sehr gut. Meine schönste Frisur war, jetzt bin ich gespannt. Nicht die, als ich dich das erste Mal gesehen habe beim BVB mit deinen, ich weiß gar nicht, 21, 20 Jahren, wie alt du warst, 19 vielleicht sogar, ich weiß gar nicht mehr. Mit deinem Haarband und Fukuhila oder was das war und sowas, keine Ahnung. Fukuhila war Pichu. Stimmt, das war Pichu, das stimmt. Ja, aber was war sie? Ich würde sagen, ja, die aktuelle. Alles, was vorher war. War zu Lernzwecken. Sehr gut. Du bist gereift. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Sehr gut. Meine größte Modesünde war, jetzt muss ich selber nachdenken. Meine langen Haare. Auch die Frisur von damals, ja. Genauso können wir das stehen lassen, Schmelle. Zum Abschluss würde ich dich noch einmal was fragen. Ich habe gehört, du bist mit dem Rucksack durch Schweden. Ich hatte schon immer mal so darüber nachgedacht, aber du weißt ja selber, wenn du halt allein drüber nachdenkst, dann ist es immer schwierig, das auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und dann, ja, unser gemeinsamer Freund Sven Bender hatte der hat natürlich noch einen Bruder, der genauso tickt wie er. Und die beiden haben sich das dann mal überlegt. Und irgendwie sind wir mal ins Gespräch gekommen und dann habe ich halt gesagt, dass ich mal Bock drauf hätte und er sagt, wir machen das jetzt im nächsten Sommer. Und dann habe ich gesagt, ach cool und so. Ne? Und dann sind wir halt mit dem Schwager von Sven noch und ich dann zu viert nach Schweden geflogen und haben uns dann mit einem Hubschrauber in der Wildnis absetzen lassen. Wahnsinn. Ganz alleine, ihr vier? Also kein Guide, der euch... Ich glaube, das wäre... Ja, wir haben schon einen Guide gehabt, um dann halt auch irgendwann in dieses Dorf zurückkehren zu können. Ja, klar. Ja, also ganz ohne, ja, okay. Aber macht Sinn. Trotzdem, ich meine... Ja, es war auch, also ich glaube, ohne Guide wäre es auch gefährlich gewesen, ne? Weil da hast du schon ein paar Ecken, wo du halt denkst, okay, hier fangen langsam Sträucher an, aber dabei sind das Bäume. Die gucken halt nur so wenig raus, weil der Schnee da so hoch liegt. Das wäre dann gefährlich, dort einzubrechen. Und dafür war der Guide schon wichtig. Wahnsinn. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung, da 5 Tage lang durch die Wildnis zu ziehen und alles mitzumachen. Wir haben Zelte dabei gehabt, wir haben Feuer selber gemacht, wir haben selber auch uns Essen gemacht. War auf jeden Fall cool. Wir sind mit so einem selbst aufblasbaren Boot dann halt auch den Fluss runter. Es war also von oben, von minus weiß ich nicht wie viel Grad und Schnee bis runter zu Sonnenschein, oberkörperfrei laufen, war alles dabei. Deswegen kannst du dir auch vorstellen, was das für ein Rucksack war. Also war Trainingslager inklusive quasi. Ja, also mit den beiden Benders auf jeden Fall, weil das sind Bayern, die gehen wandern. Also die sind das ja gewohnt, den Berg hoch zu kraxeln und wieder runter. Die Tour war geplant für 7 Tage und wir waren nach 5 Tagen waren wir im Dorf. Ach, Manni und Lars, die beiden, sind auch... Aber es war cool, es war richtig cool, muss man schon sagen. Auch kein Empfang gehabt, nix, ne? Schmelle, vielen Dank, dass du mir diese Einblicke gewährt hast. Danke, dass du auch so positiv warst. Und ich wünsche dir persönlich alles Gute, natürlich auch sportlich alles Gute. Und mit deinen Hunden alles Gute. Und auf bald in der Nachbarschaft, sage ich mal. Danke, Jo. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.